Hallihallo! Gestern Abend hatten wir einen richtig schönen Abend. Wir waren beim Campingplatz sehr gut essen und anschließend hat uns Neno wieder mit Raki beglückt. Marc und Nico machen sich schon mal auf den Weg nach Bosnien, wo wir uns morgen in Mostar wieder treffen. Ich mache heute nur einen kleinen Ausflug. Ich fahre bei Starigrad ins Hinterland zu einem Hochtal oder besser Hochplateau mit dem Namen Veliko Ruino. Hier soll es neben einer tollen Landschaft auch Wildpferde geben. Das Plateau liegt etwa auf 900 Meter im Herzen des Velebit-Gebirges. Es gibt also was zu kraxeln. Die Strecke ist nicht lang, entsprechend werden die Steigungen sein. Der erste Teil der Strecke ist befestigt, dann kommt ein längerer Offroad-Teil. Bin gespannt, wie die Strecke dann wirklich ist. Die einen schreiben, dass es mit dem Motorrad schwierig ist, zu steil und man nur mit Allrad hochkommt. Die anderen sind mit normalen PKW hochgefahren. Schauen wir mal. So, ich probiere jetzt auch mal eine neue Kamerastellung für die Kamera, die nach hinten guckt, aus. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Also hier ist schon mal der erste Aussichtspunkt. Da kommt das erste Auto entgegen. Also wenn der da hochkommt, komme ich da auch hoch. Aber mal schauen, wie weit er gefahren ist. Weil der Offroad-Teil kommt wohl erst noch. Ah, hier sind ein paar schöne Punkte. Kodak Locations. Ja, sieht man wahrscheinlich in der Kamera nicht, aber es geht hier echt hoch. Ich freue mich schon aufs Runterfahren mit diesem geilen Blick. So, hier beginnt der Schotter. So Bodenwellen eingebaut, dass Wasser besser abläuft und die sind kaum zu sehen und die sind recht heftig. Oh, die Steine werden größer. Da kann man immer nur hoffen, dass nichts entgegenkommt. So, die letzten Meter. Boah, ist das schön hier. Sehr abgelegen. Und vielleicht habe ich ja Glück, dass ich die Wildpferde sehe. Also die Kacke liegt hier rum. Also es gibt hier auf jeden Fall welche. Wow, der ist mit dem Wohnmobil hier hochgefahren. Nee, ist ein normales Auto. Ich dachte schon. Weil das wäre schon grenzwertig. Oh, es sind tatsächlich welche mit dem Wohnmobil hier hoch. Ja, boah. Das ist aber heftig. Geschafft. Wow, was für ein Platz. Diese Häuschen kann man auch mieten hier. Ja, auf der Suche nach den Wildpferden. Die Hinterlassenschaften sind da. Und witzigerweise rieche ich auch Pferd, aber dies ist so zwischen 11 und 12 Uhr. Die haben sich wahrscheinlich irgendwo hier zwischen den Bäumen im Schatten niedergelassen, sodass man sie nicht sieht.
aber bislang war ich nicht erfolgreich. Aber die Straße hier hoch war sehr anspruchsvoll, aber es war trotzdem die Tour wert, weil es ist hier oben echt so ein wirklich zurückgezogenes Plätzchen. Also für Wanderer und Mountainbiker und so ist das halt schon ideal hier. Das ist jetzt keins von den Wildpferden, aber ich war trotzdem erfolgreich. Ich habe ein Pferd gefunden, das ist doch schon mal was. Und jetzt erschließt sich auch, weshalb ich Pferd gerochen habe. Hier sind normalerweise auch die Wildpferde zu sehen. Ich habe gerade von den Wohnmobilfahrern erfahren, dass sie gestern noch da waren. Die beiden sind übrigens Franzosen und fahren alle Drehorte von Winnetou ab. Und das hier ist einer davon. Ja, das wundert mich jetzt auch gar nicht. Die Hütten hier sind ehemalige Schäferhütten, die zur Ferienwohnung umgebaut wurden und gerne von Wanderern und Mountainbikern genutzt werden. So, jetzt geht's wieder zurück von diesem schönen Plätzchen hier. So, ich habe die Teerstraße wieder erreicht, und, aber auch die ist nicht ohne, weil ich glaube, man kann erahnen, wie tief es hier runter geht. Das Gefühl, man springt hier ins Wasser. Das Runterfahren war tatsächlich aufgrund der vielen großen, losen Kiesel schwieriger wie das Hochfahren. So ein Moped, mit dem man sowas machen kann, macht schon Spaß. Entlang der Straße sind ein paar Aussichtspunkte, die wieder diesen epischen Blick auf das Meer, die Inseln und das Blau-Blau hergeben. Morgen geht's nach Mostar in Bosnien. Heute Abend sauge ich aber nochmal die Abendstimmung am Meer ein. Sicher gibt's auch noch einen Raki bei Neno, der ist richtig gut. Lasst gerne ein Like da und kommentiert gerne, wie euch die Kameraposition nach hinten gefällt.